Moin bei kugelbahn.de, herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch das neue Gravitrax Connect vorstellen möchte. Den Kollegen hier, den kennt ihr ja bereits, das ist der Power Controller und hier ist das neue Element Connect. Und was sich damit alles anstellen lässt, das seht ihr in diesem Video. Tja, wie fange ich an? Die ganze Sache ist nämlich gar nicht so unkomplex und daher auch nicht so leicht zu erklären. Bisher konntet ihr ja alle Elemente, die auch empfangen konnten, also Starter, Lever und Switch, auch über den Controller schalten. Diese Aufgabe übernimmt jetzt das Element Connect. Dieses hat selber keine Knöpfe, dafür aber 3 Funkchips. 2, um ein- und ausgehende Signale für die Power-Elemente zu senden und zu empfangen und, das ist neu, einen Bluetooth-Chip zur Verbindung mit Smartphone, Tablet oder auch dem PC, dazu allerdings später mehr. Alle Powerteile können so verbunden, gesteuert oder abgefragt werden, nur der Elevator bleibt außen vor, er funktioniert weiterhin nur autark, weil er einfach keinen Funk an Bord hat. So, ich zeige das Ganze am besten mal an einem lebendigen Beispiel und zwar nämlich hier an einer kleinen Beispielbahn, in der natürlich das neue Element Connect bereits verbaut ist und mit der Power App auf dem Handy kommuniziert. Und hier habe ich bereits ein kleines Programm geschrieben für diese Bahn hier. Und zwar läuft das Ganze folgendermaßen ab. Hier liegen 3 Kugeln im Starter bereit. Die erste starte ich manuell per Knopfdruck quasi und diese läuft dann durch die Weiche und durch den roten Trigger, der allerdings gar nichts weiter auslöst, sondern nur ein Signal an die Power App sendet und das wartet 3-mal auf den Eingang des roten Signals und erst dann wird die Weiche umgestellt. Dann läuft die Kugel nach 3 Umrundungen, also nach rechts durch die Weiche, durch den blauen Trigger, schickt wieder ein Signal an die App, stellt die Weiche um, dass die nächste Kugel wieder durch den roten Trigger laufen muss und dann startet die nächste Kugel aus dem Starter heraus, läuft wieder 3 Runden durch den Trigger und dann stellt sie wieder die Weiche um und so weiter und so fort. Und das seht ihr jetzt im kompletten Ablauf einmal. Werfen wir nochmal einen Blick auf den Programmierteil der App. Im unteren Bereich seht ihr 7 Befehle, mit denen hier gearbeitet werden kann. Damit lässt sich eigentlich schon alles machen. Die ersten 3 senden Signale an die Bahn. Mit der Sanduhr in der Mitte kann eine Zeitverzögerung eingestellt werden. Wenn beispielsweise der Durchlauf von 4 Kugeln durch die Switch erstmal sichergestellt werden muss, lässt sich diese so auch erst nach beispielsweise 4 Sekunden umschalten. Die rechten Befehle reagieren auf eingehende Signale von den Triggern, also wie hier zu sehen ist, muss erstmal 3-mal ein rotes Signal eintreffen, ehe das Programm weitergeht. Im mittleren Bereich zieht ihr einfach die Symbole der Befehle rein. Oben gibt es die Funktion, ob die Powersteine nur auf die App oder ganz normal sofort reagieren sollen. Wird das Programm, so wie hier im Beispiel, mehrmals durchlaufen, empfiehlt sich der Wiederholungsmodus. Dann beginnt der Programmablauf nach dem letzten Schritt wieder von vorne. Ganz links lässt sich hier einstellen, ob der Programmablauf mit dem Druck auf den Powerstarter beginnen soll. Ja, der kann also auch Signale senden. Programme können natürlich auch abgespeichert und wieder geladen werden. Leider können hier keine eigenen Namen vergeben werden. So wird das irgendwann leider ein bisschen unübersichtlich, gelöscht werden kann aber natürlich auch. Wenn wir schon dabei sind, werfen wir auch noch einen Blick auf die weiteren Funktionen im Hauptbildschirm. Hier können zum einen Statistiken eingesehen werden, welche Signale wie oft empfangen und gesendet wurden. Ein bisschen Gamification mit Achievements, die man durch Nutzen der App bekommen kann, gibt es natürlich auch. Mit der Soundabteilung beschäftige ich mich noch in einem anderen Video, darum geht es jetzt erstmal an die Timer-Funktion. Hier können Zeiten gemessen werden, wie lange die Kugeln benötigen, um zum Beispiel eine Runde auf einer Rennstrecke zurückzulegen. Dazu benötigt man 1 oder 2 Trigger, stellt die Signalfarbe ein und los geht's. Auch das habe ich natürlich in eine kleine Beispielbahn gepackt. Schön ordentlich wird hier die Rundenzeit der schwarzen Kugeln bei jedem Durchlauf aufgelistet. Eine feine Funktion. Tja, Fazit, das sieht alles sehr gut aus und ist nach ein wenig Einarbeitung auch sehr gut zu bedienen. Die Verbindung zum Connect und dem Handy funktioniert problemlos. Mit Akkus im Connect hatte ich allerdings Verbindungsabbrüche, mit normalen Batterien hat es funktioniert. Connect ist auf jeden Fall ein guter Schritt für Gravitrax und macht vieles einfacher, weil man viele Funktionen per Programmierung lösen kann und diese Sache nicht mehr auf der Strecke lösen bzw. bauen muss.
Was mir fehlt, ist noch ein bisschen Komplexität bei der Programmierung. Es wäre schön, könnten Wenn-Dann-Entscheidungen etwas einfacher gebaut werden, und ob 3 Farbkanäle auf Dauer ausreichen, da wäre ich etwas skeptisch. Aber auch dafür gibt es eine Lösung, die richtet sich allerdings mehr an die Nerds. Denn Ravensburger hat das System quasi freigegeben und stellt eine Bibliothek für die Programmiersprache Python bereit. So kann quasi die eigene Power-App erstellt oder die bestehende mit eigenen Funktionen erweitert werden. Darauf gehe ich aber in einem weiteren Video noch genau ein. Was haltet ihr von Gravitex Connect? Reicht euch einfaches Power oder freut ihr euch, wenn ihr das Ganze noch besser steuern könnt? Schreibt eure Meinung und die Fragen gerne in die Kommentare. In Kürze gibt es noch die Vorstellung der Lights und des Soundmoduls, also lasst ein Like für das Video da, abonniert kugelbahn.de und klickt am besten die Glocke, denn dann werdet ihr informiert, wenn es mit diesen Videos soweit ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss!